They call it Ferienwohnung. Oh, it's not Airbnb? No. Like us waiting to go to my hometown where I was born. That's it. And raised the first 8 years of my life. I pressed that too. I don't know what it is. I have no idea. Some kind of weird East German stuff. Funny. And now we leave. In diesem Video sind wir auf dem Weg in meine ursprüngliche Heimat, der tiefe, dunkle Osten. Ich war überrascht, was mich dort erwartet. Willkommen in Finsterwalde. Dieses große Sparkassengebäude war schon immer eine Bank. Es hat sich viel verändert, ich habe es kaum erkannt. Es wirkt nicht mehr so mystisch und magisch auf mich. Als Kind war es eher riesig und die Figuren gruselig. Die Straßen sind verändert, aber ich erinnere mich gut. Ein paar Gassen sind verwirrend, doch ich weiß noch genug. Das ist der Marktplatz, das Zentrum der Stadt. Ich erinnere mich gut an viele Veranstaltungen und sogar die berühmten Montagsdemos fanden hier statt. Die Gegend wirkt so, als wird sie immer schöner und ich fühle mich fast wie zu Hause und somit laufen wir aus der Innenstadt heraus. Hier im Finsterwalder Schloss fühlte ich mich oft wie eine Prinzessin. Obwohl sich auch hier viel veränderte, es war schon früher wunderschön. Ich lief durch die vielen Korridore, war schon damals in Awe für diese moderne Märchenwelt. Doch wir bewohnten nur eine kleine Wohnung hier. Meine Familie hatte nicht so viel Geld. Wir schlichen uns klammheimlich ins Schlossinnere hinein und ich fühlte mich urplötzlich wieder ganz klein. Wir konzentrierten uns besonders auf die Architektur und von einem verrottenden Schloss ist hier keine Spur. Dieser Schlosspark ist nicht mehr das, was er mal war. Es war mal voll mit Bäumen und Kastanien und wir befreundeten einen Schwan namens Frieda. Es war wunderbar, doch die alte Nische in der Schlossmauer hier, in der ich mich gerne versteckte, ist immer noch da. Das altbekannte Geschwister-Scholl-Denkmal stand immer auf der anderen Seite des Schlossparks. Ich habe die Suche fast aufgegeben, doch auf dieser Seite konnten meine Erinnerungen wieder aufleben. Relativ nah hinter dem Schloss im Stadtteil Süd war mein Kindergarten und diese 3 Elefanten waren zu groß für mich und ich dachte immer, ich wäre zu klein geraten. Die Elefanten geben nun nicht mehr viel her und meine Theorie, zu klein zu sein, stimmt auch nicht mehr. Es war immer irgendwie dunkel hier. Nicht viele Erinnerungen, doch etwas Vertrautes gibt es mir. Unsere Laika ist an allen Orten dabei. Sie reist viel herum mit uns. Es scheint ihr zu gefallen. Sie ist aktiv und halt frei.
Ich liebe immer noch diese alten Fußwege. Oh, und natürlich am Marktplatz beim Schlachter, eine Bockwurst musste es sein. Beim Spazieren zu meiner Schule kamen viele Geschichten auf. Ich konnte Frankie endlich alles zeigen und erzählen. Ich wartete fast 6 Jahre darauf. Die Janusz Korczak-Schule, die alte Knabenschule. Meine Mutter war hier und ich die ersten 3 Schuljahre meines Lebens auch. Ein wunderschönes Gebäude. Eine gute Zeit hatte ich auch. Wir waren sogar in der Lage, zur alten Kantine zu gehen. Seit Jahren geschlossen und auch verwuchert, doch die Erinnerungen an Fasching, Pionierappellen und Mittagessen sind so schön. Viele meiner Freunde im Westen Deutschlands und nun der USA belächeln mich manchmal, wenn ich alte, dunkle Gebäude wirklich mag, nur weil es mich daran erinnert, wie es früher als Kind für mich war. Übrigens, ich habe die Schule meiner Geschwister, die Karl-Marx-Schule, suchen müssen und auch gefunden. Leider war es nicht so leicht zu filmen, das hätten in der jetzigen Grundschule die Eltern nicht für gut empfunden. Wir brauchten noch eine Pause, am Marktplatz zurück, in einem ziemlich neuen Café, eine heiße Weiße für mich und für Frankie Kaffee. Und nun ein letzter und sehr wichtiger Stopp, bevor es zu regnen beginnt. Dies ist das Haus, in dem meine Mutter aufwuchs als Kind. Welch warmes Gefühl kommt in mir auf. Ich fühle mich ihr so nah durch ihre Geschichten und ihren Lebenslauf. Und mehr von unserem Europatrip seht ihr im nächsten Videoclip.